diesem Video drehe ich eine ganz simple Müslischale. Wir beginnen wie immer mit dem Wiegen des Tons. Ich nehme 550 Gramm für diese Schale. Heute probiere ich mal etwas Neues am Video, und zwar ein Splitscreen. Ihr könnt ja mal kommentieren, ob ihr das besser findet, auf einmal beide Perspektiven zu haben. Wir beginnen mit dem Zentrieren. Schön darauf achten, dass die Finger der rechten Hand schleifen und nicht der linken. Nicht damit wir einhaken. Aufbrechen, den Boden nicht zu dünn machen. Und da es eine Schale werden soll, können wir die Ränder schon ganz leicht nach oben gehen lassen. Also unten gerade, und aber wo es zur Bodenkante hingeht, gehen wir schon etwas höher. Ich zeige es hier nochmal, also nicht gerade, sondern einen ganz leichten Bogen schon. Das erspart uns später etwas Anstrengung. Der Zangengriff, da können wir durchaus schon, in dem Fall ist es Minimum 3/4 der Höhe schaffen. Der erste Knöchelzug ist so etwas wie, ich nenne es mal ein Sicherheitszug. Die Wandung ist immer noch so stark, dass ich, wenn jetzt das Telefon klingelt, ich dran gehen kann und das Teil drehen lassen kann, ohne dass was passiert. Vom Durchmesser, wir sind jetzt so bei 18, auf 20 sollten wir vielleicht kommen, dann bleiben uns 17 nach dem Brand übrig. Vorbereiten für den entscheidenden letzten Zug. Wie im letzten Video gesagt, gehen wir dann an die Grenze, und das müssen wir aber nur einmal machen. Hier unten darf ich jetzt auf keinen Fall loslassen, und jetzt ziehe ich eigentlich schon, wie eine Schüssel eben werden soll, schön nach außen und hoch, und lasse wie immer oben etwas Ton stehen. Der fungiert dann später als Stabilisator beim Abheben, beim Brand, im Gebrauch. Also so ein Rand oben schadet nichts. Der Kammschienenzug ist jetzt eigentlich nur ein Ausbeulen auf eine ungefähre Schüsselform. Ich gebe mir da jetzt nicht sonderlich Mühe, man macht einfach den Bogen. Unten abstechen und immer wieder, falls es etwas wackelt, hier oben den Rand stabilisieren. Das Wasser rausmachen. Und nun kommt das Entscheidende, und zwar mit solch einer runden Schiene brauchen wir von innen jetzt die Form. Der erste Zug ist so ein Annähern. Ich streiche eigentlich fast nur darüber. Ich nehme die Schiene etwas schief, nicht gerade in Laufrichtung, und nennen wir es einfach mal, ich mache den Schlicker weg und ziehe das aber auch bis unten in die Mitte durch. Und jetzt können wir mal etwas von außen schon schauen, an welchen Stellen sollte ich noch mehr drücken
Und wir ziehen es jetzt komplett durch, und zwar so, dass unten keine Bodenkante übrig bleibt. So, bis zur Mitte. Jetzt sind wir eigentlich fertig, aber wir schauen, wie gesagt, nochmal von der Seite. Und wenn dann irgendwo hier etwas wackelt, dann halten wir es an. Oder uns gefällt etwas an der Form nicht, dann können wir nochmal ganz leicht an der Stelle mit der Schiene nachdrücken, dass es außen eigentlich schon eine gefällige Form ist. Das spart uns später viel Mühe beim Abdrehen. Jetzt messe ich nochmal die Endform, also aus 550 Gramm. Ja, ich komme auf 20 im Durchmesser und die Höhe nicht ganz 9,5. Aber die Dicke des Bodens ist manchmal entscheidend. Wenn viel Masse in den Boden hineingeht, dann bekommt man nicht so viel heraus. Oder aber der Ton ist zu weich, dann wird die Schüssel auch kleiner. Zum Abheben lege ich hier oben ein Stück Zeitung drauf und drücke es rundherum fest. Man sieht, ob die Zeitung mit dem Rand verbunden ist, indem hier so die Feuchtigkeit durch die Zeitung durchzusehen ist. Abschneiden und ganz einfach abheben dann. Zuerst die Stelle anheben, wo der Draht zuletzt war. Jetzt nochmal schnell aus einer Ansicht, wie ich eine zweite Müslischale drehe. Einfach mal ohne großartig kommentieren. Daran denken, ihr könnt nur so weit aufziehen, wie ihr unten eine Basis vom zentrierten Klumpen habt. Stellgriff, Zangengriff. Richtig schön ziehen, aber eben schon leicht nach außen. Sicherheitsknöchelzug. Und jetzt richtig mit Schmackes. Spannring stehen lassen. Unten lege ich nicht viel Wert auf den Fuß, da ich beabsichtige, die Müslischalen noch abzudrehen. Wenn man es ganz simpel will und sich Mühe gibt, den Fuß vielleicht ein wenig kleiner zu machen, dann ist Abdrehen auch gar nicht notwendig.
Schlicker raus. Und Bodenkante beseitigen. Hand nochmal etwas rausziehen. Das beruhigt alles. Abwischen und wir sind durch. Macht die Zeitung drauf, bevor ihr abschneidet, weil dieses Andrücken, man würde unnötig wieder die Schnittstelle zudrücken. Zwar nicht sehr, aber es wäre unnötig. Achtet schön darauf, dass jede Stelle klebt. Der nächste Tag. Die Schalen sind über Nacht getrocknet. Wir nehmen unser Abdrehwerkzeug, eine Schlinge. Wenn es zu sehr trocknet, braucht ihr solch ein Abdreheisen, eine Plastikklette, einen feuchten Schwamm und am besten ein Behältnis, wo ihr die Späne hineinmacht. Wenn ihr die Späne gleich in den Wassereimer macht, geht es wohl auch, aber ich lasse sie sehr gerne erst zurücktrocknen. Wir nehmen unser Gefäß und fühlen erstmal, ob Boden und die Stelle, wo wir abdrehen wollen, nicht eventuell zu dünn ist. Dann machen wir den Scheibenkopf feucht und den Rand vom Gefäß. Und jetzt drücken wir das einfach so ins Zentrum und halten es aber mal 1-2 Sekunden fest. Dann reibt der Rand hier auf der Scheibe und es bildet sich Schlicker, womit es dann festgeklebt wird. Ja? Und das hält relativ gut. Ich empfehle euch auch wirklich, nicht diese Abdrehhilfen zu benutzen. Wer eine hat, soll sie nicht wegschmeißen, aber jedes Problem durch ein Werkzeug zu lösen, ist nicht wirklich hilfreich. Das ist wie Fahrrad mit den Stützrädern zu fahren und dann kommt man einfach nicht mehr davon weg. Man steht sich etwas selbst im Weg, wenn man solche Tools benutzt. Ich behaupte mal, sie sind weder schneller noch besser. Ich kann jetzt hier an der ganzen Schale abdrehen, währenddessen mir solch ein Tool das verwehrt. Wer es hat, wie gesagt, vielleicht gibt es hier und da Einsatzmöglichkeiten, aber ich sehe sie für mich überhaupt nicht. Es ist, wie gesagt, einfach nur ein Verkleinern des Fußes um 1-2 cm und dann bin ich eigentlich hiermit auch schon fertig. Den Boden drehe ich nicht, habe ihn entsprechend dünn gedreht und wenn jetzt ich die Schale lösen will, dann ziehe ich gleichmäßig, nicht mit einem Ruck, sondern die Hände schleifen und ich ziehe auf mich zu und sobald sie los ist, habe ich sie in beiden Händen. Wenn ich sie einmal in der Hand habe, dann verputze ich auch gleich den Rand und jetzt kann die Schale hier stehen, bis sie gebrannt wird. Nochmal, Rand feucht machen. Ich muss die Scheibe nicht mal anhalten dafür. Sie dreht circa mit einer Umdrehung die Sekunde. Etwas schütteln, rütteln, schleifen lassen, fest. Beim Abdrehen zusehen, dass ihr
immer irgendwie mit der linken Hand den Topf, falls er sich löst, auffangen könnt, aber auch, wenn möglich, die Schiene mit dem Finger, mit einem zweiten Finger der anderen Hand also berührt, nicht nur in der rechten Hand führt, also hier so. Das beruhigt das Werkzeug sehr. Zum Schluss noch etwas glätten. Glasurkante machen. Und ich mache dann hier immer mit dem Finger noch scharfe Grate weg. Gleichmäßig ziehen und ab. Hier diesen scharfen Grat, wie gesagt, immer gleich entfernen. Dann sind wir damit durch. Was ich vergaß zu erwähnen, manchmal klebt so ein Gefäß richtig fest an der Scheibe und man würde es kaputt machen. Dann müsst ihr mit einer Plastikklette oder irgendeiner Nadel oder einem Messer hier den Rand etwas anritzen und dann versuchen, ob ihr es abbekommt. Nicht gleich abschneiden, denn ihr könnt euch vorstellen, der Topf würde sofort von der Scheibe fliegen und ihr habt jetzt nur eine Hand zum Auffangen. Deswegen immer nur anritzen und nochmal versuchen zu ziehen. Ritzen und versuchen zu ziehen. Wenn ihr durch seid, ist er sofort ab und unter Umständen fliegt er euch dann fort. Aber so, jetzt dreimal angeritzt und es funktioniert. Probiert's aus und sagt mir mal in den Kommentaren, wie ihr das mit dem Splitscreen am Anfang gefunden habt.